Ihr wollt, dass eure KI auch eure KI ist und ihr damit wirklich produktiv seid und nicht einfach irgendwas passiert, dann habe ich was für euch. Es gibt die Personalisierungsmöglichkeiten in den verschiedenen Apps wie ChatGPT, Gemini oder auch bei Claude von Anthropic. Ich zeige euch am Beispiel von ChatGPT, wie ihr überhaupt mal daraus euer eigenes Tool machen könnt mit den verschiedenen Modi, wie ihr das Ganze personalisiert und was man dabei beachten sollte und wie das auch super schnell geht. Und dann kriegt ihr von mir ein Pro-Feature obendrauf, wie ihr euch einen Master-Kontext bauen könnt. Mit dem könnt ihr auch im Unternehmen oder für eure Projekte zu Hause jeden Ablauf fast vollständig automatisieren. Einmal vorweg, völlig egal, ob ihr Anfänger oder Profi seid, es gibt immer dieses Thema mit dem Kontext. Also was weiß die KI über euch? Kontext, wenn ihr meine Videos kennt, kennt ihr es aus dem GenAI-Dreieck, ist da unten die Ecke. Das ist das, was die KI im Hintergrund von euch wissen sollte. Und ich erlebe viele Profis, die das massiv unterschätzen, was ihr darüber für einen Hebel habt. Was ist das überhaupt? Völlig egal, ob ihr Anfänger seid oder Profi, zu verstehen, was die Personalisierung bewirken kann, ist einer der Schlüsselthemen für produktiven Alltag mit KI und auch in Zukunft Agentic Systems. Also das Grundprinzip ist immer dasselbe. Was soll sich die KI von euch merken? Wie ihr heißt, was eure Hobbys sind, was ihr macht, was ihr arbeitet, welches Unternehmen. Wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist mir alles irgendwie zu spooky, dadurch wird es halt eben deutlich produktiver. Denn dann steht unter einer E-Mail nicht viele Grüße, in Klammern Name, sondern vielleicht eher etwas, wie ihr schreiben würdet. Das ist das, was den Zauber dieser Tools ausmacht. Wir schauen uns das heute ganz konkret an ChatGPT an und wie ich euch ja schon gesagt habe, zeige ich euch am Ende ein Beispiel für einen Master-Kontext. Den könnt ihr auf alle anderen Tools übertragen. Und wenn ihr sagt, ich bin schon Profi, ich habe das schon, guckt es euch trotzdem an. Und dann gehen wir in die Profi-Einstellung. Denn die Basics zu verstehen sind wichtig. Und weil ich jetzt sehr viel erkläre und zeige, ich würde sagen, wir schauen uns das am Rechner an und dann könnt ihr wirklich Schritt für Schritt mitverfolgen, wie ihr das bei euch macht. Gut, ihr seid ganz normal in eurem ChatGPT-Account und das, worum es jetzt geht, ist, ihr wollt ChatGPT mehr Persönlichkeit geben. Und jetzt gibt es seit kurzem eine Einstellung, die findet ihr hier, wenn ihr reingeht unter Einstellungen. Dann unter den Bereich Personalisierung ignoriert man den Rest hier und klickt euch direkt rein in die individuellen Hinweise und ignoriert auch mal, dass hier ganz viele leere Felder sind. Die schauen wir uns gleich im zweiten Schritt an, worum es jetzt im ersten einmal geht zu verstehen, welche Persönlichkeit soll ChatGPT haben. Das ist relativ neu. Ihr könnt wählen zwischen 5 Persönlichkeitstypen von ChatGPT. Das heißt, wie soll insgesamt eure Experience in ChatGPT sein? Und die Begrifflichkeiten hier sind, wenn ich da drauf schaue, habe ich sofort eine Meinung dazu. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich es nicht ausprobiert habe vorher, sondern ich habe gedacht, nee, ich lasse den Standard, weil so Zyniker gefällt mir nicht und so weiter. Und ich erkläre euch mal ganz kurz, was bei rauskommt, so ganz grob und empfehle euch das auszuprobieren. Standard ist das, was ihr kennt von ChatGPT, gut strukturiert, kann man mitarbeiten, funktioniert immer. Manchmal aber ein bisschen übertrieben. Hey, super, tolle Idee. Mir ist es manchmal zu viel. Der Zyniker wäre jetzt so das erste, auf keinen Fall. Warum sollte ich das machen? Hat aber tatsächlich den Vorteil, ihr könnt deutlich leichter eure Ideen kritisch durchschauen lassen. Und darum geht es ja häufig. Ihr gebt was rein, ihr habt eine Idee, ich hatte hier einen Keynote-Prompt und ihr wollt eher kritisches Feedback haben. Der Roboter wiederum denkt man so, ja, das ist jetzt hier die Antwort einer Nummer A, Nummer B. Hat aber den Vorteil, ist nicht besonders lang in den Antworten, ist sehr auf den Punkt, gut strukturiert. Das heißt, auch hier hätte ich jetzt gesagt, der Begriff Roboter hätte mich davon abgehalten, aber es ist eigentlich eine sehr gute Art von Struktur in der Antwort. Zuhörer wiederum, hätte ich jetzt gedacht, Mensch, den gebe ich mir. Der hat aber manchmal so weichgespülte Sätze in den Ideen, dass ich denke, muss man wirklich wollen. Und wo ich überrascht war Geek-Modus. Der ist zwar enthusiastisch, das finde ich ein bisschen dolle, aber hat eine Eigenschaft, nämlich das Weiterentwickeln von Ideen. Also ich gebe eine Idee rein und er kommt mit einer ungewöhnlichen Idee um die Ecke. Und wichtig ist, das betrifft noch nicht die Inhalte, sondern die Art und Weise, wie ChatGPT sich mit euch unterhält. Und das ist völlig okay, wenn man sagt, ich will den Standard, ich finde das alles zu blöd. Oder wenn man sagt, naja, why not? Da wird sich jemand was bei gedacht haben, probieren wir doch mal aus, ob das was für mich im Alltag ändert. Jetzt kommt der zweite Schritt für die, die sagen, ich will aber einen Schritt weitergehen. Und ich empfehle das ehrlich gesagt jedem von euch zu tun, die täglich mit ChatGPT oder auch mit anderen Chatbots, bei denen Individualisierung möglich ist, arbeiten. Das ist zum Beispiel auch mit Claude möglich oder auch mit Projekten Räumen Perplexity. Ihr solltet darauf achten, weil nach und nach werden diese ganzen Apps dazu übergehen, mehr und mehr persönliche Hinweise zu übernehmen. Und die machen das ganze Erlebnis natürlich wirklich zu eurem ChatGPT. Jetzt seht ihr hier eine Menge Felder. Jetzt gucke ich mir das so an und denke, gut, wie soll mich ChatGPT ansprechen? Kennt ja meinen Namen, aber ich könnte ja vielleicht auch einen Spitznamen haben, den ich cooler finde. Oder ich zum Beispiel mag es überhaupt nicht mit dem Vornamen angesprochen zu werden, sondern möchte eigentlich, dass ChatGPT zwar meinen Namen kennt,
Aber nicht immer mit dieses Christoph, tolle Idee oder tolle Idee Christoph und dauernd meinen Namen wiederholt. Irgendwie finde ich es nicht gut. Das ist natürlich offensichtlich. Was ich beruflich mache ebenfalls. Aber dann ist die Frage, welche Eigenschaften soll ChatGPT denn haben? Und jetzt hat OpenAI seit einer ganzen Weile hier schon Sachen reingepackt, die man dazu packen kann. Gen Z, und dann wird quasi ein Satz generiert. Sprich wie ein Angehöriger der Gen Z. Würde ich ja nie so formulieren. Aber gut. Oder wenn ich sage, gerade heraus, sage es, wie es ist, ohne die Dinge zu beschönigen. Und jetzt merkt man schon, wenn man damit rumspielt, okay, da gehört quasi auch ein Prompt rein. Vermutlich auch hier unten. So, und wenn ihr jetzt sagt, habe ich aber gar keine Zeit, das auszufüllen, denkt dran, ihr sitzt vor einer KI, ihr macht jetzt also einen Screenshot von genau dieser Seite hier. Ihr packt die in den Chat und beginnt die Unterhaltung mit ChatGPT. Du weißt ja so ziemlich noch gar nichts über mich und ich möchte ehrlich gesagt die Seite hier ausfüllen, individuelle Hinweise. Kannst du bitte mich mal interviewen zu den wichtigsten Themen, was du wissen solltest, und mir einen Fragebogen stellen, den ich dir beantworte, mit dem ich die perfekten Hinweise für ChatGPT hinbekomme. Es sollte natürlich aber auch am Ende nur so viel sein, wie hier in diese Felder reinpasst, nicht übertrieben viel, nicht zu wenig. Du entscheidest das, ich denke, du kennst dich damit aus. Denn wen sollte man besser fragen als nicht ChatGPT in dem Fall? Denk nur mal dran, die Modelle haben kein inhärentes Wissen über sich selbst. Wenn das funktioniert, wovon ich ausgehe, weil halt viele Trainingsdaten da sind, liegt es eher daran, dass das eine aktivierte Funktion ist oder eben genug Trainingsdaten dafür vorhanden sind. Cool, jetzt geht's los. Und jetzt seht ihr schon, deutlich leichter als ich überlege mir, was ich beantworten soll, ist es doch, hier einen Fragebogen auszufüllen. Und wir machen das jetzt wieder ratzfatz zusammen. Ja, du kennst meinen Vornamen, Christoph. Ich würde aber gerne vermeiden, dass immer im ersten Satz mein Name genannt wird. Also ich mag es nicht so gerne, wenn man sagt, Christoph, finde ich super oder das machst du toll, Christoph, sondern ich kenne meinen Namen, den brauchst du nicht ständig wiederholen. Beruflicher Kontext. Ich bin Gründer und CEO oder Geschäftsführer auf Deutsch von Blackboard. Wir sind ein Beratungsunternehmen zum Thema neue Technologien, führen unter anderem KI ein, sind seit 8 Jahren in dem Feld unterwegs, bin aber auch Keynote-Speaker, habe einen Podcast, einen YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, vielleicht führst du mal eine kleine Internetrecherche zu mir durch, dann findest du da alles. Persönlichkeit, tja, weiß ich nicht. Ich mag es schon gerne strukturiert, immer noch mal kritisch hinterfragt, aber ich finde es wichtig, wenn eine Idee da ist, diese Idee gedanklich weiterzuentwickeln. Trotzdem immer kritisch hinterfragt, gut geprüft und gerne mit einer Anschlussfrage. Und insofern bei den Eigenschaften von ChatGPT würde ich schon gerne klar und präzise. Ich mag Bullet Points nicht so gerne, also ich lese lieber Fließtexte, die gut strukturiert sind, aber diese Bullet Points und Tabellen mag ich nicht. Und ich finde es völlig okay, out of the box zu denken, also kreativ zu sein, aber wie gesagt, immer mit einer guten Begründung, warum. Und bei Persönlichkeiten, tja, ich bin sehr technikaffin tatsächlich, da kann ich mit arbeiten. Also ich habe so einen Geek-Einschlag, würde ich sagen. Ich kann Code verstehen und technische Einordnung, aber ich arbeite immer sehr gerne positiv nach vorne. Also für mich haben die Sachen immer einen positiven Effekt. So, jetzt habe ich relativ lange gepromptet, aber ihr seht schon, das ist wie ein ganz normales Gespräch und ich habe auch ganz normal gesprochen. Und jetzt gucken wir, was bei rauskommt. Wenn ihr neu hier im Kanal seid, ich mache das schon ein paar Jahre und liebe dieses Thema. Und viele von euch sind nicht Abonnenten, sondern über Google zum Beispiel gekommen, was ich großartig finde. Ich würde mich aber unfassbar freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, denn ihr findet hier nicht nur Videos zu ChatGPT, denn mir geht es darum, dass jeder von uns Anwendungsweltmeister wird. Also wirklich der oder die Beste in den Tools. Darum geht es. Das heißt, wenn ihr sagt, das ist was für mich, abonniert den Kanal und ich verspreche, es gibt jede Woche ein geiles Video. Anscheinend gibt es genug Daten zu mir. Ja, jetzt hat er mir die Felder ausgefüllt. Vorschlag für deine Felder. Wie soll ChatGPT dich ansprechen? Christoph, aber bitte nicht den Namen ständig wiederholen. Stimmt. Was machst du beruflich? Gründer, Geschäftsführer von Blackboard, Beratungsunternehmen. Passt. Welche Struktur soll ChatGPT haben? Gerne bei den Anschlussfragen. Das ist cool auf den Punkt gebracht. Und was ihr jetzt natürlich machen könnt, wenn ihr sagt, okay, das war jetzt einfach, ihr könnt jetzt immer noch mal hergehen und sagen, kannst du dir das nochmal kritisch angucken? Oder kannst du dazu nochmal eine Recherche machen, ob es Best Practices gibt zum Thema individuelle Einstellungen in ChatGPT und wie man dann meine
damit verbessern könnte. So, und wenn ihr sagt, das reicht euch jetzt schon, ihr wollt es nicht weiter verbessern, wie gesagt, das wäre total einfach möglich, indem ihr eine Deep Research lostretet und sagt, hey, recherchiere mal Best Practices und so weiter, dann macht ihr nichts anderes als, und ich mache mir dazu mal gerne ein Textfeld auf, damit man nicht immer auf und zu klicken muss. Zack. Wie soll ChatGPT dich ansprechen? Christoph, aber nicht den Namen wiederholen. Was machst du? Ich bin Unternehmer, passt auch perfekt rein, ist auch kurz genug. Dann hier, welche Anschlussfrage, mit Anschlussfrage quasi, ne, welche Eigenschaften, strukturiert, kritisch hinterfragend, offen für kreative Ideen. Okay. Ups, da ist nicht alles drin. Ich habe jetzt die Persönlichkeit einfach auch mit eingetragen. Ich habe ja oben die Möglichkeit, wie ihr eben gesehen habt, die Persönlichkeit zu ändern. Aber ich habe hier nochmal auf Standardpersönlichkeit gelassen und gesagt, ich möchte kritisch hinterfragend, aber offen für kreative Ideen. Das heißt, ich habe mir meine eigene Persönlichkeit gebaut. Und dann gibt es sonst noch was ChatGPT wissen sollte. Und dann gibt ihr auch das ein. Also das war jetzt nur als Beispiel gedacht und es gibt sehr viele Leute, die da viel Zeit mit verbringen, das zu hacken und besser zu machen und so weiter. Und ihr merkt schon, wenn ihr einfach nur eine Suche lostretet, müsst ihr schon sehr präzise sein, nach was man sucht. Man könnte jetzt auch sagen, hey, schau dir nochmal Best Practices an und kriegt ihr wieder eine Überarbeitung oder ein Deep Research. Wie gesagt, das nur als Beispiel gedacht. Die ich im Alltag nutze, sind dann doch sehr persönlich. Und deswegen kann ich die jetzt auch nicht komplett zeigen, aber ich nutze fast jedes Zeichen tatsächlich, also bis zum Limit in ChatGPT und überarbeite das auch regelmäßig. Ich habe den jetzt gespeichert und während wir uns jetzt das Thema 3 anschauen, könnten wir den jetzt recherchieren lassen, um den weiter zu verfeinern. Könnt ihr zu Hause für euch machen. Und wir schauen uns jetzt an, wie man wirklich immer einen umfangreichen Kontext hinbekommen kann für sich selber und fürs Unternehmen. Okay, mir ist es wichtig, dass in jedem Video jeder was mit rausnehmen kann. Und mir ist es auch wichtig, dass die Pros unter euch auch was mitnehmen können. Jetzt geht die Geschwindigkeit eine Ebene höher und jetzt müsst ihr gucken, dass ihr dran bleibt. Denn das, was ich jetzt hier zeige, ist für mich Teil auch der Zukunft von Agents, Large Language Models und wie es funktioniert. Einmal eingeordnet. Was wir hier machen die ganze Zeit ist, wenn wir ans Gen-AI-Dreieck denken, das ist das Dreieck zwischen in welchem Modell arbeiten wir, was ist unser Prompt, und mit welchem Kontext arbeiten wir? Der Bereich Kontext. Das heißt, ihr gebt eurem Modell Kontext über euch, euren Beruf, euren Job. Ich möchte hier eine Keynote überarbeiten. Reicht dazu dieser Kontext? Definitiv nicht. Mache ich das regelmäßig? Definitiv. Wäre es cool, wenn jemand anderes das für mich machen könnte? 100%. Was wäre also, wenn ihr einen Master-Kontext habt für wie wird immer eine Christoph Magnussen Keynote gebaut? Was ist das Besondere daran? Welchen Stil hat er? Welche Beispiele nimmt er? Und so weiter. Wie kann man das nur rausfinden? Es gibt eine Zauberplattform, die nennt sich YouTube. Und man kann auch per Perplexity daran. Und man kann auch mit Google daran. Und es gibt auch viele Informationen über mich im Internet. Das heißt, ich zeige euch jetzt, wie ich einen Master-Kontext baue. Ihr könnt es übertragen auf einen Master-Kontext für eure Firma. Wie arbeiten wir? Was sind wichtige Regeln bei uns? Wie werden Projekte gemacht? Wie will ich, dass E-Mails geschrieben werden? Und. Je besser ihr daran werdet, diesen Master-Kontext zu schreiben und weiter zu verfeinern, desto mehr könnt ihr mit KI automatisieren. Das ist Pro-Level. Dann legen wir mal einfach los und starten nochmal mit Perplexity. Das Tool ist ja frei zur Verfügung, Perplexity. Himmel. Und ich nehme jetzt mal einfach den Free-Account, mit dem ich kein Deep Research in Perplexity habe. Das heißt, ihr müsst jetzt, wenn ihr sagt, ihr wollt euch anmelden, wollt mehr Deep Research-Potenzial dahinter haben, könnt ihr das machen. Aber ich würde jetzt erstmal anfangen. Recherchiere mir zu Christoph Magnussen. Er ist Unternehmer, Gründer von Blackboard und auch Keynote-Speaker. Ich möchte bitte eine Übersicht über die Themen in seinen Vorträgen, den Stil seiner Vorträge, typischerweise das Publikum und vielleicht Dinge, die ich jetzt vergessen habe, die noch interessant sind, wenn du dir ein paar von seinen Keynotes angeschaut hast. Du solltest die auf YouTube finden. Vermutlich gibt es auch Interviews mit ihm und ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Wie gesagt, wenn ihr einen einfachen Perplexity-Account habt, dann macht ihr das hier. Während Perplexity jetzt arbeitet, schieße ich ChatGPT los mit erstmal der ganz normalen Internetsuche. Zack. Und ich mache mir einen neuen Chat auf und schicke einmal Deep Research los mit der ganz normalen Internetsuche. Das heißt, ich habe jetzt 3 Quellen, die parallel laufen. Hier ist schon die erste. Christoph Magnussen, gerade Speaker, Gründer Blackboard, digitale Transformation New York, künstliche Intelligenz, Stil seiner Vorträge, typisches Publikum, Führungsfehler, weitere interessante Einblicke für mehr Realität. Okay, cool.
Das Spannende bei Perplexity, ihr bekommt immer Anschlussfragen, um das weiterzuentwickeln. Denkt dran, wir arbeiten an einem Master-Kontext zu meinen Keynotes. Welche Kernthesen zu KI präsentiert er? Finde ich spannend als Anschlussfrage. Let's do this. Dann recherchiert Perplexity einfach mal weiter. Lassen wir laufen. Kurze Rückfrage, fragt der Deep Research Agent. Deep Research stellt immer eine Rückfrage. Gibt es bestimmte Themen? Vor allem KI. Und seine Thesen und die Themen und Thesen, die er bisher nicht behandelt hat. Lassen wir Deep Research mal den Zauber machen. Agent sagt, ich starte. Gucken wir das an. So, jetzt ist der Agent gestartet. Ihr könnt theoretisch den Laptop zuklappen. Die Suche, was hat die Suche gemacht? Hat ein Video gefunden. Aha, okay, spannend. Dieser Talk zeigt und so weiter. Okay, gehen wir hin. Themen, inhaltliche Schwerpunkte, navigiert, alles klar, cool, New Work, Bühnenstil, passt schon so einigermaßen, Vorfall DIY, das stimmt, typische Publikumsformate, Aktienstudien, cool. So, 3 Quellen und ihr merkt schon, was wir gemacht haben bei Perplexity ist eine Ebene weiterzugehen, auch mit dem Thema, welche Kernthesen präsentiert ihr zu den Keynotes. 5 Minuten für ein Deep Research, Perplexity ist ready und der andere Prompt auch. Was ihr jetzt haben wollt, und das ist jetzt nur eine Recherche von öffentlichen Quellen, ich habe natürlich noch eine Secret Source bei mir, die kann ich jetzt nicht reinhauen, aber das muss ja auch irgendwie noch was geben, was ich später mal teilen kann. Und jetzt macht ihr etwas, und das wird mit Sicherheit irgendwann besser werden, ihr sorgt jetzt in einem neuen Chat dafür, Tree of Thoughts, ihr macht einen weiteren Chat auf, dass ihr euch ja einen Master-Kontext bauen wollt. Das machen wir jetzt einfach mal. Command K für einen neuen Chat. Die Profis unter euch arbeiten bitte mit der Tastatur und nicht mit irgendwas anderem. Und natürlich mit dem Mikrofon. Ich möchte, dass du mir ein Dokument erstellst, das dazu dienen soll, einen Master-Kontext zu geben. Quasi eine Betriebsanleitung für die Art und Weise, wie Keynotes von Christoph Magnussen, also Vorträge, gehalten werden. In diesem Kontext sollte beschrieben sein, was für Typen von Vorträgen das sind, was die Themen sind, wie die ausgearbeitet werden, worauf geachtet werden soll, welche Themen noch nicht behandelt wurden und. Ganz wichtig, die Struktur dieses Dokuments soll so sein, dass ein KI-Agent die lesen und verstehen kann. Das heißt, es muss gut, klar und präzise und unmissverständlich beschrieben sein. Und sie soll dabei helfen, neue Keynote-Themen zu strukturieren. Das heißt, wenn man an einem Thema arbeitet, immer wieder erst einmal den Master-Kontext durchzulesen, um zu verstehen, wie wird es grundsätzlich aufgebaut. Damit du den erstellen kannst, teile ich dir gleich eine umfassende Recherche zu den Keynotes und der Art und Weise, wie Christoph Magnussen Vorträge hält. Und das Format, das du mir ausgibst, sobald du dir das alles angeschaut hast, ist ein Markdown-Format, was ich herunterladen kann für diesen Master-Kontext. 2 Sachen dazu. Warum Markdown-Format und warum verbessere ich nicht den Prompt? Normalerweise würde ich mir erstmal überhaupt einen Prompt für einen Master-Kontext schreiben lassen. Ob der Zeit mache ich das jetzt nicht, sondern ich mache direkt den Prompt, weil das wird gut genug, definitiv. Und warum Markdown? Das ist ein standardisiertes Format, mit dem eben ganz normal innerhalb von auch App-Entwicklung gearbeitet werden kann. Ich könnte auch sagen, Textdatei, warum keine Word-Datei, kein PDF? Geht auch, ihr könnt ja PDFs quasi mit dranhängen und das ist auch sehr gängig. Probiert das gerne aus. Aber der Vorteil in einer Markdown-Datei ist, wenn ihr einen Schritt weiter geht und das in einen Agent einbauen wolltet, dann hättet ihr einen Kontext, den ihr mit einem Klick dazu bekommt. Und wenn ihr es so doof findet, macht euch ein PDF. Jetzt machen wir nichts anderes als die Recherche von Perplexity, wo wir ja Fragen entwickelt haben, zu nehmen. Einmal, alles markieren, zack, rüber in das andere Tab. Hier die Perplexity-Recherche, zack, rein. Und dann habt ihr noch den Deep Research. Wo ist er? Da ist das Ergebnis von Deep Research. Super, ein tolles, langes Dokument. Könnt ihr als PDF runterladen oder ihr nehmt es einfach hier mit Copy. Paste. Warum mache ich immer die Striche? Damit das Modell weiß, hier kommt ein anderer Prompt. Deep Research oder eine andere Eingabe. Klack und Feuer frei. Bei ChatGPT 5 unterscheide ich mittlerweile auch nicht mehr zwischen den Modellen, also mit Denkmodus, Nicht-Denkmodus, weil ich gemerkt habe, ich tendiere dazu, zu häufig ein Reasoning-Modell anzufragen und es tut gar nicht Not. Manchmal sind die Non-Reasoning-Modelle, also die nicht nachdenken, besser. Master-Kontext. So, dieses Dokument, Leitlinien für die Keynotes von Christoph Magnussen. Klingt doch erstmal toll. Typen, Inspiration Keynotes.
20 bis 40 Minuten, ja, nicht schlecht. Praxis und TD Sessions, cool, Kernteam. Okay, Stil und Methodik, Zielgruppen. Nice. Kann ich das schon runterladen? Nein. Also, fragt er. Ja, gerne als Markdown. Markdown. So, das war's schon. Und eure Aufgabe ist es, zu schauen, ist mir die Datei schon gut genug strukturiert? Würde ich sie noch verfeinern? Würde ich Sachen rausnehmen, reinnehmen, wie auch immer? Völlig egal. Ich lasse mir jetzt diese Datei einmal erstellen und zeige euch, was man machen könnte. Und ihr könntet ja ohne Probleme das auch für euer Unternehmen machen. Für die Arbeitsweisen von euch machen. Für Policies, für Prozesse, alles Mögliche. Stellt euch vor, ihr habt eine riesige Markdown-Datei, die eine Anleitung gibt zu den Sachen, die euch wichtig sind. Und dann sagt man, ja, wozu soll das sein? Mann, Leute, das ist das, was alle Unternehmen seit ewigen Zeiten versuchen, Standardprozesse zu bekommen. Und das funktioniert nicht, weil die sich ständig ändern. Das Geile ist, jetzt haben wir KI-Tools. Das heißt, man kann individuell sagen, das ist meine Arbeit, es betrifft mich. Ich lade mir jetzt die Datei runter. Ich habe aber etwas, weil ich ja für Christoph Magnussen hier in diesem Fall arbeite, nämlich ein neues Projekt und sage Keynote, Christoph Magnussen Keynotes. So. Und in diesem Projektordner hinterlege ich die Markdown-Datei. Textdatei, PDF-Datei, wie gesagt, macht euch nicht madig, es ist einfach ein Dateiformat. Und gebe einen System Prompt für diesen Projektordner dazu, der sich dann auch nur auf den Ordner bezieht und sage, Hinweise, in diesem Projekt geht es immer um die Erstellung von Keynotes für Christoph Magnussen. Damit du weißt, welche Themen betroffen sind, wie die aufgebaut sind, was der Stil ist, liest du dir, bevor du antwortest, immer einmal die Anleitung in der Markdown-Datei in deinem Projektanhang durch. Zack, .md, speichern, ups. Und jetzt nehmen wir den Prompt vom Anfang und schauen mal, wie das Ergebnis anders ist. Sehr gute Idee. Das ist der Stil, den ich gewählt habe. Warum ist es spannend? Faszinierend, mögliche Storyline, Hype ist Realität, technische Grenzen, praktische Grenzen, Business, kulturelle Grenzen. Gut. Was ich jetzt sehe ist, es kombiniert zwei Dinge und der greift jetzt etwas auf, was ich immer in den Kinos mache. Orientierung geben, wo stehen wir heute, und Verantwortung betonen, was bedeutet das für Führung. Das ist 100%, und da hat er auch hier referenziert, Master-Kontext. Das ist der Master-Kontext, das steht hier eben auch. Und das ist genau das, worum es geht. Der Teil ist jetzt anders. Jetzt ist dieser Chat schon deutlich personalisierter auf meine Themen. Und das hat in Summe ein paar Minuten gedauert, weil der Deep Research länger lief. Ihr könnt eben viele eurer persönlichen Dateien mit reinpacken und sagen, das ist ja quasi eure Secret Source, die nicht public ist, und dann damit arbeiten. Und hier könnte ich jetzt jemandem quasi sagen, du arbeitest immer in meinen Drafts mit meinem Master-Kontext, und schon hätte ich einen perfekten Draft. Ich würde jetzt einfach hier weiter eintauchen, aber ich glaube, ihr kriegt eine Idee davon, welches Potenzial dahinter steckt. Und ich kann euch sagen, das ist etwas, das machen vermutlich unter 1-2%, wahrscheinlich unter 1%, ehrlich gesagt, von Leuten momentan in KI. Aber das hier macht wirklich produktiv. So, gerade der letzte Teil ist so meine Passion. Ihr habt gemerkt, das war jetzt schnell, ich habe die Sachen zusammengezogen. Ich wäre gerne noch tiefer eingetaucht, dann hätte ich noch mehr gezeigt. Wenn euch das gefallen hat, lasst es mich bitte wissen in den Kommentaren, dann würde ich das gerne auch mehr machen. Und es gibt viele von euch, die über Google zum Beispiel auf dieses Video gestoßen sind. Das heißt, wenn ihr hier neu seid und euch fragt, was machen wir hier? Hier geht es darum, eben solche Anwendungen in der Tiefe zu verstehen und zum Anwendungsweltmeister zu werden. Das heißt, es geht wirklich ums Doing. Es gibt sehr viele Videos in diesem Kanal. Schaut mal durch, was hier alles so ist. Und ich freue mich über ein Abo von euch und nächste Woche auf ein nächstes Video. Also der hat das halt auch referenziert, ne? Und es ist so simpel und ich verstehe es nicht, dass die Leute es nicht machen. Ja, ja.